Meine Großeltern feiern Geburtstag. Meine Eltern feiern Geburtstag. Ich feiere Geburtstag. Dazu meine Partnerin plus ihre Großeltern und Eltern, unsere Kinder, sagen wir 2, das macht zusammen schon 16 Gelegenheiten, jemanden hochleben zu lassen und einen zu trinken. Dazu kommen Hochzeitstage und Jubiläen. Vergessen wir nicht Erfolge, erfolgreiche Klassenarbeiten, Versetzungen, Belobigungen, Schulabschlüsse und das Ganze nochmal von vorn mit dem eigenen Nachwuchs. Ist es nicht herrlich, so gute Gründe zu haben, einen zu bechern? Aber halt, es gibt noch mehr, zum Beispiel Weihnachten und Silvester und andere Feiertage. Hoch die Tassen! Berufliche Erfolge, Beförderungen, Auszeichnungen, nicht zu vergessen gewonnene Wahlen. Zum Vorsitzenden des Sportvereins, zum Anführer des Teams, selbstverständlich zum Bundeskanzler oder zur Bundespräsidentin. Kann es schönere Anlässe zu trinken geben? Das Ganze dann auch noch live im Fernsehen, damit auch jeder weiß, wer Bundeskanzler wird, der kann auch kübeln. Und alle anderen auch. Also vernachlässigen wir die Erfolge anderer nicht. Mein Lieblingsclub wurde Meister oder Pokalsieger oder hat zumindest den Erzrivalen besiegt. Prost! Persönlich war es mir immer eine große Freude, die monatliche Mietzahlung in bar mit einem Schnaps zu besiegeln. Wäre ja auch dem Vermieter gegenüber beleidigend, den abzulehnen. Auch sonstige Geschäfte und deren Abschlüsse dienen als Rechtfertigung, die Korken knallen zu lassen. Doch auch die dunkle Seite des Lebens hat ihre flüssigen Vorteile. Meine Liebe hat mich verlassen. Gott sei Dank gibt es Alkohol. Die Diagnose war ungünstig. Der Chef hat mich angeschnauzt. Ich hatte Streit mit meinen Freunden. Bei der Arbeit fuhr der Schaufelbagger über meinen Fuß. Meine Oma ist gestorben. Mein Auto verreckt. Meine Heizung tut sich mehr. Der Wasserhahn in der Küche tropft. Ist es nicht ein Geschenk des Himmels, dann etwas zu trinken zu haben? Der Anlass darf so banal sein, wie er nur will. Das war einfach ein anstrengender Tag und ich zisch mir erstmal ein Bierchen. Ich gehe mit meiner Freundin, meinem Freund aus. Welche Sorte Shampoos soll's denn sein? Unser Baby hat sein erstes Wort gesprochen. Ist es nicht herrlich? Prösterchen! Kurzum, in unserer durchalkoholisierten Kultur gibt es keinen Tag ohne einen Grund zu trinken. Mag er gut sein oder schlecht oder auch nur eingebildet, eins von beidem, er führt immer zum gleichen Ergebnis. Nur die Alkoholsorte unterscheidet sich von Fall zu Fall. Klingt gruselig, oder? Man wundert sich, wie wenig Alkoholiker es bei uns gibt. Der berühmte englische Fußballnationalspieler George Best brachte es auf den Punkt. 1969 habe ich das mit den Frauen und dem Alkohol aufgegeben. Das waren die schlimmsten 20 Minuten meines Lebens. Augenblick mal, diese 20 Minuten waren die schlimmsten seines Lebens? Hinter dem amüsanten Bonmot steckt eine bittere Wahrheit. Machen wir einen Sprung nach Vancouver, wo der kanadische Suchtforscher Gabor Mate im Drogenviertel der Stadt arbeitete. Er berichtet von schauderhaften Zuständen. Nagetiere gedeihen zwischen den Hotelwänden und in den vom Müll übersäten Gassen. Ungeziefer bevölkert viele Betten, Kleider und Körper meiner Patienten. Wanzen, Läuse, Krätze. Kakerlaken fallen gelegentlich aus geschüttelten Hemden und Hosenbeinen in mein Büro und huschen unter meinem Schreibtisch nach Deckung. Ich mag es, 1, 2 Mäuse in der Nähe zu haben, sagte mir ein junger Mann. Sie essen die Kakerlaken und Wanzen. Aber ein ganzes Nest von ihnen in meiner Matratze kann ich nicht ausstehen. Mate erzählt von einem ehemaligen Fotomodell, das er nicht nur wegen ihrer Sucht, sondern auch einer chronischen Entzündung im Knie behandelte. Sie war jung, schön, gesund, reich und erfolgreich. Bis nur 6 Jahre später nichts mehr davon übrig war. Ein Garant für Glück war ihr Erfolg also nicht, auch wenn es viele angehende Superstars der Castingshow sich womöglich erhoffen. Eine Knieoperation wäre medizinisch nur durchführbar gewesen, wenn sie wenigstens 6 Wochen lang clean bleiben könnte, damit neu entflammende Entzündungen den Operationserfolg nicht zunichte machten. Wenn dir das nicht gelingt, wirst du dein Bein verlieren, warnte man sie. Sie verlor nicht nur ihr Bein,
Sie verlor ihr Leben. Das kann man nur begreifen, wenn man George Bests Erfahrung auf sie überträgt. Diese 6 Wochen wären eine Potenzierung der 20 schlimmsten Minuten seines Lebens gewesen. Realität, sagt man in Irland, ist ein Zustand, der aus Mangel an Alkohol entsteht. Man kann aber genauso gut Hasch, Koks, Heroin, Amphetamin oder was auch immer an Alkohols Stelle setzen. Sie ist für manche nur erträglich, wenn man sich auf welche Weise auch immer betäubt. Das trifft aber nicht auf alle zu. Die übergroße Mehrheit bekommt ein Leben ohne Drogen, Medikamenten, Alkohol oder Verhaltensabhängigkeiten hin. Was unterscheidet sie? Mein Freund Jakob hat mich, ohne sich dessen selbst bewusst zu sein, gelehrt, was ein wesentlicher Unterschied sein könnte. Er hatte ein einziges Mal in seinem Leben Kokain probiert. Er sagte, das sei eine so überwältigende Erfahrung gewesen, dass ihm unmittelbar klar wurde, dass er sie niemals wiederholen dürfte. Er würde sofort süchtig werden. Im Gegensatz zu seiner persönlichen Erwartung sind mir einige Menschen bekannt, die mehrmals Kokain genommen haben und trotzdem nicht süchtig wurden. Dahinter muss etwas anderes stecken als nur eine überwältigende Erfahrung. Der Kontrast liegt in der wahrgenommenen Fallhöhe. Beim Runterkommen bemerkt man, wie groß der Unterschied zwischen auf Droge und ohne Droge ist. Wenn das Leben ohne einfach zu schmerzhaft ist, dann greift man eben zur Droge, um diesen Schmerz nicht mehr spüren zu müssen. Führt man dagegen ein, wenigstens größtenteils, schmerzfreies Leben, begegnet man keinem inneren Zwang, ihm entfliehen zu müssen. Beim Runterkommen schlägt man nicht in einer finsteren Realität auf, sondern landet in einer, in der man sich durchaus wohlfühlen kann. Jakob hat sich selbst bezwungen und keine Drogen genommen. Er hat sich ein paar Jahre später umgebracht. Die Frage kann also nicht lauten, woher die Sucht? Sie muss lauten, woher der Schmerz mit seiner zwingenden Konsequenz, sich um jeden Preis davon befreien zu müssen. Wir müssen den Schmerz heilen, nicht die Sucht. Schmerz kann einen in die Sucht treiben oder umbringen, wenn man ihm nicht anders zu entkommen weiß. Wie kann man den Schmerz der Seele heilen? Kein Mensch begibt sich freiwillig in ein ungezieferverpestetes Quartier mit unzureichender Nahrung, Wasser und Wärme, wenn er eine Wahl hat. Der Kick, den Crack einem gibt, dauert ganze 5 Minuten. Unvorstellbar für gut geerdete, gesunde Menschen, dafür ein oder mehrere Jahrzehnte seines Lebens herzugeben und viele weitere Jahre in tiefem Elend zu verbringen. Da haben wir es gut, eine legale Droge wie Alkohol zu haben, die nicht mal alle abhängig macht, schon gar nicht nach der ersten Erfahrung und deshalb viele die Illusion aufrechterhalten lässt, ich kann jederzeit aufhören, bis man es eines Tages nicht mehr kann. In Deutschland sind etwa 1,77 Millionen Menschen alkoholabhängig. Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl von Menschen, die ein problematisches Trinkverhalten aufweisen, jedoch nicht als alkoholabhängig gelten. Die erwähnten Geburtstagskinder, Jubilare und alle anderen. Laut dem Statistischen Bundesamt sterben jährlich mehrere tausend Menschen an den direkten oder indirekten Folgen ihres Alkoholkonsums. Im Jahr 2019 wurden beispielsweise rund 14.000 Todesfälle registriert, bei denen Alkohol die Hauptursache war oder zumindest eine Mitursache darstellte. Es wird angenommen, dass darüber hinaus rund 250.000 Menschen in Deutschland von illegalen Drogen abhängig sind, von denen jährlich mehrere tausend an den Folgen des Konsums sterben. Die genaue Anzahl der Suizidversuche in Deutschland ist schwierig zu ermitteln, da nicht alle Versuche gemeldet werden. Laut Schätzung des Robert-Koch-Instituts gab es im Jahr 2019 etwa 10.000 bis 15.000 registrierte Suizidversuche in Deutschland.
Laut RKI enden etwa 8-10% der Suizidversuche tödlich. Als jemand, der auch sein Päckchen Schmerz mit auf den Weg bekommen hat, betrachte ich es als großes Glück, schon früh im Leben ins Fegefeuer geworfen worden zu sein. Oder sagen wir besser, in eine Institution zur Aufbewahrung, denn von Behandlung konnte keine Rede sein, von Alkoholikern. Das waren die von der Gesellschaft Aufgegebenen, die seit Jahrzehnten tranken. Als Feuertaufe wurde ich gleich an meinem ersten Tag davor gewarnt, ein bestimmtes Zimmer zu betreten. Darin hatte sich jemand nachts zuvor die Pulsadern aufgeschnitten. Im Laufe der Zeit lernte ich die Menschen ein wenig kennen und es wurde mir schnell deutlich, Abhängige sind keine netten Menschen. Ja, das ist eine unzulässige Verallgemeinerung, die mit Vorsicht zu genießen ist, die den Eindruck, den viele von ihnen haben, aber adäquat beschreibt. Einen natürlichen Impuls, sie in die Arme zu nehmen und zu trösten, den man bei jedem Kind empfindet, das sich die Knie aufgeschlagen hat, gibt es Süchtigen gegenüber nicht. Manchmal sind sie zuckersüß, wenn sie sich davon Vorteile versprechen. Andererseits tun sie auch einiges, um sich die Sympathien ihrer Mitmenschen zu verscherzen. Es macht es den Helfern schwer, wenn ihnen aus den Hosenbeinen ihrer schutzbefohlenen Kakerlaken entgegenströmen. Wenn sie niemanden an sich heranlassen, andere betrügen und stehlen und wenn jemand vor ihnen im eigenen Erbrochenen liegt, auf diesen eintreten wegen der Sauerei, die er da macht. Meine Lektion war kein überwältigendes Kokainerlebnis. Es war die innere Schlussfolgerung, so will ich keinesfalls werden. Das hat in mir eine Grenze gezogen, die mich manchmal sogar veranlasste, mich selbst als Alkoholiker zu bezeichnen, um keinen weiteren Nötigungen ausgesetzt zu werden. Wenn man den Schnaps ablehnt, versteht man das und fasst es dann nicht als Beleidigung auf, wenn der andere ja Alkoholiker ist. Verstehen Sie, weshalb ich eingangs von einer durchalkoholisierten Gesellschaft sprach? Man ist der Spielverderber, wenn man die Droge verweigert. Wenn man abhängigen Menschen in der Familie, im Freundeskreis oder in der Arbeit helfen will, dann muss man zunächst eines tun: sich selber schützen. So wie man sich im Flugzeug im Notfall die Sauerstoffmaske zuerst selbst aufsetzt, statt dem neben einem sitzenden Kind, so muss man auch, wenn es um Drogen geht, zunächst sich selber helfen, sich erden, sich ins Gleichgewicht bringen. Für diesen Zweck gibt es unter den Blütenessenzen die Schafgaben. Im Falle, dass man mit den hier besprochenen Problemen zu tun hat, empfehle ich die Schutzmischung. Darin sind gleich 3 Schafgabenessenzen, die weiße, rosa und gelbe enthalten. Dazu Angelika für den spirituellen Schutz und der rote Sonnenhut, der den inneren Kern beschützen und bewahren hilft. Zur Unterstützung Süchtiger gibt es bekannte Bachblüten, die die Behandlung fördern können. Zum Beispiel Agri-Money für die Menschen, die sich der Realität nicht stellen wollen und daher vorgeben, alles sei prima. Und Chestnut Bud für diejenigen, die ihre Fehler, wie den Griff zum Glas, wiederholen, statt daraus zu lernen. Damit kratzt man aber nur die Oberfläche an. Die wirkliche Frage war doch, was tut man mit dem Schmerz? Die Sucht ist ja nur das daraus resultierende Verhalten. Untersuchungen verschiedener psychotherapeutischer Disziplinen haben ergeben, dass die Etablierten unter ihnen alle gleich gut wirken. Die Wirkung beruht demnach weniger auf der Methode, denn auf dem Verhältnis Berater-Klient. Die Beziehung heilt. Deshalb der Hinweis auf die Schutzblüten. Sitzt dem Klienten ein nervöser, eventuell ängstlicher Berater gegenüber, dann weckt das in ihm nur Misstrauen und lässt ihn dicht machen. Man selbst sollte unbedingt entspannt und offen bleiben. Auch wenn, wie erwähnt, Abhängige dazu tendieren, einen vor den Kopf zu stoßen. Es ist daher keine schlechte Idee, die Schutzmischung oder andere angemessene Blüten in der Duftlampe im Beratungsraum zu verwenden.
Wenn es nicht gelingt, ein gutes Verhältnis mit der betroffenen Person aufzubauen, wird auch die Hilfe ins Leere laufen, egal was man unternimmt. Und wenn es nicht gelingt, den Schmerz zu lindern, wird der Klient weiterhin zum Betäubungsmittel eigener Wahl greifen. Das wird in der Regel das sein, welches ihm von der Gesellschaft vorgeschlagen wird, Alkohol, oder eines, das sein Freundeskreis ihm zunächst bereitgestellt hatte. Oder die Handlungsweise, die Linderung verspricht, durchs Internet scrollen, Porno konsumieren oder sich selbst Schnittwunden zufügen, was ein wenig an die Homöopathie erinnert, mit einem kleinen Schmerz einen großen Schmerz bekämpfen. Aus dem Sortiment der Blütenessenzen wären die Weidenröschen zu nennen. Auch die gibt es gleich kombiniert aus allen 3 erhältlichen Arten als Trio, dem kleinen, dem schmalblättrigen und dem zottigen Weidenröschen. Star of Bethlehem und Arnika wären auch zu nennen als gute Ergänzungen. Erst dann, wenn die Person ein wenig Stabilität gefunden hat, wendet man sich dem problematischen Verhalten selbst zu. Dann kann man Chestnutbart geben, um das Gewohnheitsmuster zu durchbrechen. Als besonders hilfreich haben sich auch die Windenessenzen erwiesen, die sich ebenfalls gut miteinander kombinieren lassen. Acker, Prunk und Zaunwinde werden bei allen sich wiederholenden Verhaltensweisen eingesetzt, wenn die Person aus eigener Kraft nicht bestehen zu können glaubt und auf den Halt angewiesen ist, die die Droge ihm bietet. Die Winden bauen eine energetische innere Struktur auf, die seelischen Halt bietet. Solange man aber davon überzeugt ist, dass ein Verzicht zu den schlimmsten 20 Minuten des Lebens mit anschließendem Zusammenbruch jeglicher Abwehrbarrieren führt, wird man sich an etwas klammern, das einen, wie man im Niederländischen sagt, versklavt. Sucht ist keine Willensentscheidung. Es ist eine Selbstmedikation. Erst wenn der Schmerz nachlässt, wird auch die Sucht nachlassen. Voraussetzung für erfolgreiche Hilfe ist ein gutes Verhältnis, das einem durch das Verhalten der Klienten nicht gerade leicht gemacht wird. Man muss auf sich selbst gut Acht geben. Man darf ihr Verhalten nicht mit der Persönlichkeit der Klienten gleichsetzen. Und man muss früher oder später den zugrunde liegenden Schmerz ansprechen. Auf lange Sicht muss man sich um ein Zusammenleben in der Gesellschaft bemühen, in dem immer weniger von diesem zerstörerischen Schmerz erzeugt wird. Und damit ist nicht nur unbedingt körperlicher Schmerz gemeint. Als Kinder sagten wir, Prügel vergeht, Arsch besteht. Doch die Seele leidet länger. Fangen wir mit unserer eigenen an.